Es windet. Grüßt euch Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr hört, ist es ziemlich windig hier. So habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt, es nieselt auch ein bisschen. Und ja, deswegen musste ich mir jetzt was anderes überlegen, was ich hier draußen mache. Bock hatte ich und ich bin halt einfach mal los. Geplant war zwar was anderes, aber das machen wir halt mal beim nächsten Mal. Naja, ich hoffe, das geht einigermaßen mit dem Ton und dem Wind, dass sie sich einigermaßen vertragen. Das wäre nicht schlecht. Geplant hatte ich eigentlich so eine Art Schwingebett zu bauen. Das wollte ich schon seit langem mal testen. Heute wollte ich es eigentlich durchziehen, aber das Wetter hat gar keinen Bock da drauf. Aber ist ja nicht so wild. Das verschieben wir auf nächste Woche. Da wird es bestimmt mega sonnig. Und dann machen wir das doch mal. Ja, jetzt habe ich ein bisschen umgeplant. Ich habe auch schon ein paar Kilometer auf dem Buckel. Ja, ich erzähle euch einfach ein bisschen was. Mache mir nebenbei einen Kaffee. Weil ich hatte heute nur 2 früh. Ist zu wenig. Und ja, dann machen wir uns halt einen schönen Nachmittag hier draußen. Ich hoffe halt, der Wind wird nicht stärker. Und ja, den Rest bekommen wir schon. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich nicht viel dabei. Und ein paar Kleinigkeiten im Rucksack habe ich noch ein Messer, eine Axt und eine Säge, weil ich wie gesagt nur das Schwingebett mal bauen wollte, weil ich die ganze Zeit schon drauf Bock hatte. Und ja, ich würde aber sagen, dass ich mir jetzt was abspanne. Ich habe zwar nur ein Poncho dabei, aber da bin ich ein bisschen geschützt von oben. So Freunde, das kleine Dach ist abgespannt. Es langt. Rucksack ein bisschen her, dann ist er im Trockenen. Ja, perfekt. Würde ich mal sagen, schmeißen wir mal den M71 an und dann N71, sorry. Und dann ziehen wir uns mal einen schönen Kaffee.
Ja, der Feuerstahl ist noch ziemlich neu, da geht er noch ganz schön schwer raus aus der Halterung. In der Zeit, wo das Wasser sich jetzt erhitzt, erzähle ich noch mal eine Kleinigkeit zum Thema Poncho bei mir. Und zwar habe ich mir den jetzt geholt, weil ich hatte vor 2 Monaten oder weiß der Herr wie lang das Thema Nässeschutz bei mir, also was ich gegen Nässe mache. Und da habe ich mir zuerst von der britischen Armee die Regenkleidung bestellt und anprobiert, und das hat mir gar nicht gefallen, weil ich habe 2 verschiedene Größen durchprobiert und egal welche Größe, die war immer so, ja, richtig wuchtig, und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann hätte ich ja auch noch für den Rucksack, wenn es mal richtig regnet, einen extra Regenschutz gebraucht, und dann hast du schon 3 extra Teile mit dir rum, und da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und irgendwann habe ich das Thema wieder aufgewühlt und habe mir gedacht, ach komm, jetzt hol dir einfach einen Poncho. Du hast ein ziemlich kleines Packmaß, bist vor Regen geschützt, dein Rucksack ist mit safe, hast nur ein Teil dabei, schmeißt es drüber und dann ist Ruhe. Und ja, dann hat MFH den im M05-Tarn rausgebracht. Und jetzt vor 2 Wochen habe ich mir das Ding endlich mal bestellt, dass ich mal einen schönen Regenschutz habe. Und ja, heute ist der erste Test. Dann schauen wir mal, wie lange der gute Bruder hier durchhält. Oh, geil! Wasser kocht. Herrlich. Meine Fresse, ist es geil, endlich wieder lass los, das Sau, in 71 am Start zu haben. Scheiße. Ich hatte hier doch... Oh Mann. Wo habe ich denn das Ding jetzt hingesappt? Da war's. Kacke. Ich habe mir hier ein Räucherstäbchen eigentlich reingesteckt, weil ich das gleich anmachen wollte. Kacke. Das Ding habe ich weggesappt. Ah. Naja, das werde ich nichts mehr finden. Ah, da liegt's. Ah, geil. So, jetzt pass mal richtig gut auf dich auf. Ja, wer sich das vielleicht mal gefragt hat, wieso Räucherstäbchen, ist nichts Spirituelles oder so. Ich rieche die Teile schon immer gern schon als Kind, und ja, deswegen nehme ich mir eigentlich jedes Mal eins mit raus oder mehrere. So gibt es in den Packs. Und dann zünde ich mir immer mal 2, 3 an, weil ich die, wie gesagt, echt gern rieche. Wir haben auch gefühlt
1000 Packungen von denen daheim. Ja, irgendwann will ich mir mal so eine Kaffeemühle holen. Also so eine Kaffeemühle, Grinder. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, weil zurzeit bin ich noch hier so Cappuccino-Pulver und hier habe ich so einen auflösbaren Kaffee mit Milchpulver gemischt drin und ich meine, es geht. Es schmeckt nicht zum Kotzen, aber so gemahlener Kaffee ist schon was Geileres. Da muss ich mal schauen, was ich da mache. So, aber jetzt rühren wir erstmal den Kaffee um. Einen Löffel habe ich. Einen Löffel, was ich. Normal vergesse ich den immer. Heute macht doch mein Film-Equipment, sag ich mal, Probleme, weil ich nehme alles mit dem Handy auf und ich habe da so eine Art USB Typ C Verteiler, wo ich das Mikrofon und die SSD reinstecken kann. Ja, wenn da ein bisschen Wasser reinkommt, dann rastet das Ding komplett aus und es geht gar nichts mehr. Das ist scheiße. Deswegen filme ich nicht gern bei Regen, weil da brauchst du doppelt so lang. Und ja, aber ich habe mit meiner Freundin ausgehandelt, dass wenn ich die 1000 Abonnenten knack, dann kaufe ich mir eine richtige Kamera. Ja, ist dann doch ein bisschen einfacher. Also haut die Abos rein, dass ich mir eine ordentliche Kamera kaufen kann. Das ist aber, finde ich, das Beste, was du machen kannst. Wenn du nichts hast, erstmal mit dem Handy anfangen und schauen, ob dir das überhaupt Spaß macht, das Ganze. Ich hatte ja vorher oder ganz am Anfang, oder was heißt ganz am Anfang, so 3-4 Monate habe ich erst richtig angefangen damit. Das Hobby Bushcraft mache ich ja jetzt schon fast, ich müsste euch anlügen, 3,5 Jahre oder schon länger mittlerweile. Aber ich hatte vorher mit Filmen gar nichts am Hut. Auch mit Fotomachen und so. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, komm, scheiß drauf, filmst du mal mit. Und da habe ich jetzt richtig Gefallen dran gefunden. Also wer Bock hat von euch und YouTube anfangen will, startet ganz einfach mit dem Handy. Ja. Einfach mit dem Handy anfangen, schauen, ist es was, ist es nichts. Kostet euch nicht viel, weil Handy hat ja eh mittlerweile fast jeder. Und dann könnt ihr euch die ganze Thematik mal anschauen. Was mir fast genauso Spaß macht wie das Bushcraften, Outdoor, Hobby, draußen chillen oder wie man das sonst noch nennt, ist das Schneiden. Das ist schon geil. Also von den ganzen Elementen so eine Art Film zusammenbauen, das ist es. Das fetzt. Ich will jetzt auch nicht noch ewig Zeit draußen verbringen, weil der Wind irgendwie oder gefühlt immer stärker wird und ich habe auch keinen Bock, einen Ast auf die Birne zu bekommen. Ja, deswegen habe ich mir gesagt, komm, ich mache jetzt so ein kurzes Labervideo, sage ich mal, ist zwar langweilig, tut mir leid, aber ja, ich habe echt keinen Bock, einen Ast auf die Birne zu bekommen, weil wie gesagt, ich wollte ja dieses Hänge-Schwingebett machen und ich habe keine Ahnung, wie lange ich dafür brauche.
Ja, deswegen habe ich gesagt, komm, mach trotzdem ein Video, weil ich habe das so gemacht oder mache das meistens so oder oft so, dass ich wie heute eine Tour mache in einem neuen Waldgebiet. Bin ich heute unterwegs, wo ich mir mal anglotzen will, weil ich habe keinen Bock jedes Mal das selber anzuschauen und so, mal was Neues entdecken und rumzuwurzeln hier. Und da hätte ich halt dieses Schwingebett-Video gemacht, aber na, der scheiß Wind, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mache ich leider nur so ein langweiliges Lava-Video. Aber naja, ich schätze mal, dass der Poncho, dass ich den im Sommer auch fast als Tarp nehmen wird oder nehmen. Für den Sommer hole ich mir auf jeden Fall noch so einen Mückenshelter gegen Fliegen und Krabbelzeug und so einen Krampf. Und dann noch den Poncho eingepackt als Schutz. Da geht es, denke ich, auch gut fit. Und man hat während dem Laufen auch einen Regenschutz am Start. Ich denke mal, so die Richtung wird es gehen. Ja. Es war aber trotzdem heute ein schöner Tag für mich. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag oder habt noch einen schönen Tag. Macht euch auf jeden Fall gemütlich und trinkt eine Tasse Kaffee. Es muss nämlich auch mal sein, einen schönen lockeren. So Freunde, ich habe alles zusammengepackt. Der Platz schaut aus, als wäre hier nie jemand gewesen. So soll es sein. Und ja, ich habe mir mal vor ein paar Tagen so eine Art Buch bestellt, wo ich mir immer mal Ideen und Notizen reinschreibe. Finde ich irgendwie geiler oder als wenn es mit dem Handy da rein tippst. Und ja, vielleicht kann ich mal in naher, ferner Zukunft so eine Art Bushcraft-Talk, sag ich mal, machen. Sowas in der Art wie heute. Und das würde ich dann als Lückenfüller nehmen, weil ich ja jeden Freitag meine Videos jetzt immer rausbringe. Und ja, vielleicht lässt sich das irgendwie arrangieren. Was? Dass ich jeden Mittwoch so eine Art Bushcraft-Talk als Lückenfüller rausbringe. Muss ich mal schauen, ob ich das schaffe oder wie ich das schaffe oder ob da jemand Bock drauf hat. Okay, dann mache ich mich auf den Heimweg und vielleicht schon gleich an den Schnitt. Mal schauen. Daheim ziehe ich mir auf jeden Fall noch eine Tasse Kaffee. Schön beim Schnitt. Kaffee, das ist es. Geil. Okay Freunde, dann hoffe ich, das Video hat euch trotzdem gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao und ihr seid die Besten.